Nach dem unbeschwerten Aufenthalt in Coquimbo gingen wir davon aus, dass auch das vorgesehene Restprogramm wie geplant ablaufen würde. Laut ursprünglicher Planung sollten wir nach 2 weiteren Seetagen in Richtung Norden peruanisches Staatsgebiet erreichen und einen Stopp in Pisco einlegen, wo ein Besuch der Ballestas-Inseln sowie des Paracas-Nationalparks auf dem Programm stand. Wiederum einen Tag später sollten wir mit der peruanischen Hauptstadt Lima den Zielhafen unserer Südamerika-Umrundung erreichen. Nach dem Auschecken aus dem Schiff war eine vielversprechende Peru-Rundreise mit dem renommierten Anbieter Inca Travel vorgesehen, wobei zunächst ein Flug in das 3400 Meter hoch gelegene Cusco erfolgen sollte. Zur schnelleren Akklimatisierung war jedoch zunächst ein Aufenthalt in dem ca. 600 Meter tiefer gelegenen Urubamba-Tal geplant, wo an den nachfolgenden 2 Tagen verschiedene Besichtigungen anstanden. Per Bahn sollte es anschließend nach Aguascalientes weitergehen, wo 2 Tage für die Besichtigung der Hauptsehenswürdigkeit Machu Picchu vorgesehen waren. Schlusspunkt der Reise sollte noch ein 2-tägiger Besichtigungsaufenthalt in Cusco sein, bevor es per Flug über Lima wieder zurück in die Heimat gehen sollte. Bei der abendlichen Ausfahrt aus dem Hafen von Coquimbo ahnen wir zunächst noch nicht, dass alles ganz anders kommen würde. Schließlich ist Südamerika bis zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend Corona-frei, während die Lage in Europa bereits immer dramatischer wird. Auch auf dem Schiff gibt es keinerlei Infektionen, weshalb Bordleben und soziale Kontakte auch weiterhin ohne Einschränkungen stattfinden. Einer unbeschwerten Fahrt in Richtung Norden während der folgenden 2 Seetage steht somit zunächst nichts im Wege, und noch am Vortag der ersten Anlandung in Pisco scheint bei einem Blick auf die Seekarte alles ganz normal abzulaufen. Dies ändert sich jedoch schlagartig am Morgen des nächsten Tages, als wir feststellen, dass das Schiff nicht dem vorgesehenen roten Kurs nach Pisco gefolgt ist, sondern auf der hellblauen Linie die Stadt bereits in Richtung Lima passiert hat. Nur wenig später vollführt das Schiff eine überraschende 180-Grad-Wende und wir werden per Borddurchsage informiert, dass Peru wegen eines plötzlichen Anstiegs von Corona-Fällen die Landesgrenzen abgeschottet hat und ein Anlegen nicht mehr erlaubt. Als neues Ziel für eine mögliche Ausschiffung sei nun Santiago de Chile mit seinem schon vorher besuchten Hafen von San Antonio vorgesehen, den man 3 Tage später erreichen wolle. Stornierung und Umbuchung individuell gebuchter Heimflüge müsse in dieser Zeit organisiert werden. Dank der umsichtigen Betreuung durch unser Reisebüro Inca Travel gelingt dies erfolgversprechend, sodass zumindest unsere Heimflüge, wenn auch leider ohne Peru-Nachprogramm, gesichert scheinen. Nachdem auch die Routenkarte diese Entwicklung zunächst bestätigt hat, kommt die nächste Überraschung am Folgetag. Mit ungläubigen Staunen nehmen wir zur Kenntnis, dass das Schiff schon wieder gewendet hat und nun in Richtung Norden unterwegs ist. Wenig später kommt die Information, dass auch Chile seine Landesgrenzen pandemiebedingt geschlossen hat, weshalb nunmehr als eventueller Ausweg der Panamakanal anvisiert werde, auch wenn hierfür noch keine Durchfahrtsgenehmigung vorliege. 4 weitere zusätzliche Seetage seien für die Anfahrt dorthin erforderlich, nachfolgende Lösungsmöglichkeiten allerdings noch nicht in Sicht. Nachdem die bereits auf Santiago umgebuchten Flüge wiederum storniert waren und Zielhafen und neue Flugmöglichkeiten noch völlig in den Sternen stehen, gilt es nun für die Reederei, Zuversicht und gute Laune zu verbreiten. Ein uneingeschränkt hohes Qualitätsangebot an Bord trägt sicherlich wesentlich dazu bei. Selbst die eigentlich gar nicht geplante Äquatorüberquerung wird mit gebührendem Zeremoniell gefeiert. In der fernen Heimat interessiert sich inzwischen bereits die lokale Presse für unser Schicksal. Nach 4 weiteren Tagen auf See erreichen wir den Einfahrtsbereich des Panamakanals, wo es zunächst gilt, eine Parkposition auf dem offenen Pazifik einzunehmen, da die Verhandlungen um eine Genehmigung und ein mögliches Zeitfenster für die normalerweise langfristig zu reservierenden Durchfahrten noch völlig ergebnisoffen sind.
Nun heißt es, Ruhe und Geduld zu bewahren und darauf zu hoffen, dass Panama neben dem Auftanken des Schiffes auch eine Möglichkeit findet, uns die Durchfahrt durch den Kanal zu gewähren. 2 weitere Tage verbleiben wir in Parkposition mit Blick auf Panama City und erhalten schließlich die erlösende Nachricht, dass die Durchfahrt am Morgen des 3. Tages beginnen kann. Die Information, dass mit Miami inzwischen auch ein Hafen für die Ausschiffung gefunden wurde, trägt nicht nur zur Erleichterung, sondern auch zu berechtigter Vorfreude auf die bevorstehende Kanaldurchfahrt bei.